Nepal is the most youngest republic state. It's a very multicultural, multi-language, multi-ethnic society. So we have almost more than 100 languages, and culturally we are very rich from the perspective of biodiversity, from tropical to alpine climate. We are considered to be one of the beautiful country. I think, nature-wise, but at the same time, poverty is still very one of the biggest challenge that we are facing. Ich war schon immer jemand, der sich irgendwie sozial interessiert hat, im sozialen Engagement. Ich habe mich dann auch eine Zeit lang umgeschaut, was mir entspricht. Dann habe ich halt die Idee von Vieux-Canagua gesehen. Einfach das verbinden mit Einfachheit, Freude, jeder kann machen, wie viel er will und was er fähig ist zu machen. Und irgendwie ist das irgendwie auf mich zugetroffen und ich genieße die Zeit mega bei Vieux-Canagua. Als ich gemerkt habe, wie die Festivalgänger oder Konzertbesucher darauf reagieren, dass wir jetzt in Nepal ein Projekt haben, habe ich realisiert, dass ich auch ähnlich reagiert habe als zuerst, als ich gefunden habe, Nepal ist nicht das klassische Wasserproblematikland, weil ich meine, sie haben das Himalaya, sie haben hohe Gebiete, sie haben sehr viele Quellen. Haben das aber wahrscheinlich auch selber sehr anreizend gefunden, dass ich jetzt das anschaue hier in Nepal. Und haben dann auch gelernt, dass Wasserproblematik nicht nur heisst, einen Brunnen zu bauen und dann läuft, sondern die Wasserproblematik schon viel früher anfängt. Irgendwie wenn man Wasser hat, ist das Wasser überhaupt sauber. Wir trinken übersauberes Wasser, haben wir jetzt auch gemerkt. Wir können nicht das Wasser trinken, das die Nepali trinken. Und dass es viel früher anfängt, dass das Wasser verschmutzt ist. Oder auch schon nur 2 Stunden den Hügel drauflaufen bedeutet, um Wasserquellen anzuschliessen. Dann ist halt einfach mir auch wichtig, wirklich zu sehen, dahinter zu sehen. Darum wollte ich an dieser Projektreise teilnehmen, das Ganze live vor Ort zu sehen, was auch umgesetzt wird und auch einfach den Leuten nachher die Eindrücke zurückbringen, um zu sagen, was mit dem Geld realisiert wird, wie das dort umgesetzt wird vor Ort. Dass es etwas ist, das ich vertreten später. Ich bin mega, also Nachhaltigkeitspunkte sind mir mega wichtig. Es ist damit, also Einbeziehen von der lokalen Bevölkerung ist mir mega wichtig und das habe ich wirklich gesehen. Die Partnerschaft von Helvetas und Vieux-Canagua ist echt ganz interessant, weil Vieux-Canagua hat ja schnell gemerkt, dass wir nicht die sind, die
die die Expertise, das Know-how und auch die finanziellen Mittel haben, um in ein Land zu gehen und zu sagen, so, jetzt machen wir mit euch zusammen einen Brunnen. Ich glaube, das wäre auch sehr naiv, als so junge Organisation zu kommen und zu sagen, wir machen jetzt einfach die Wasserprojekte. Und haben dann zum Glück mit der Helvetas sehr einen kompetenten, erfahrenen Partner. Das ist einer der grössten NGOs in der Schweiz, einer der ältesten und halt gerade im Wassersektor echt die NGO in der Schweiz. What is the role of Helvetas? What Helvetas is doing? Actually, we are picking these type of issues, which are important issues. Then we design concept and we pilot something, whether that works. And then we sell that idea to donors like STC, the Swiss government, or the government of UK, or many other donors who are working in Nepal. And then if they like our idea, then they fund our concept or proposal. And we do not only focus on poor, but as York said, we recognize that Nepal's poverty is not only because of economic deprivation or economic income, but Nepal poverty is being shaped and retained by social discrimination. Helvetas hat in Nepal das Projekt Warm P, das wir anschauen. Warm steht echt für Wasserressourcenmanagement. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn es um Nepal geht, weil wir immer das Gefühl haben, die haben doch Wasser. Und Warm P hat wirklich halt den Ansatz, dass geschaut wird, wo ist Wasser und wo braucht es Wasser. Und welche Quellen sind vorhanden, Regenwasser oder wirklich halt natürliche Quellen vom Hogger und wo können die eingesetzt werden. Und es ist wie einfach in diesem Supporter zusammenzuhocken und zu schauen, wo haben wir im Dorf, wo brauchen wir Wasser im Dorf und wo können wir das Wasser herholen. Wir sind von Kathmandu aus in die Projektregion auf Nepal geflogen, dann mit einer 2-stündigen Autofahrt auf Surkhet gefahren. Surkhet ist der Sitz des Projektbüro vom Warm P, also von dem Programm, das wir anschauen. Die haben dort ihr Projektbüro und haben dann dort mit wirklich den Experten von der Helvetas Nepal in Bezug auf Wasserprojekt ein erstes Briefing gehabt, wo sie uns das Projekt vorgestellt haben, wo sie uns Kennzahlen vorgestellt haben. Es waren wirklich nur Nepali am Arbeiten. Und allgemein, die Helvetas-Leute, die wir kennengelernt haben, sind eigentlich 1 oder 2 Schweizer, die hier arbeiten. Und der Rest in nepalischen Händen. Und ich glaube, das muss die Entwicklungszusammenarbeit sein. Ich persönlich bin sehr kritisch im Punkt, dass wir Westler unser System einführen, sondern dass wir, und es würde viel besser laufen, wenn die eigenen Leute aus dem eigenen Land das System durchführen. Und ich glaube, das ist vor allem positiv auf die Nachhaltigkeit, weil wenn sie selber das für sich entwickeln, ist das Empfinden, dass es ein eigenes Projekt ist, viel grösser. Und dann wird das auch gepflegt und ich glaube, das geht in die Nachhaltigkeit hinein. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir das Dorf von sich aus kommen und einen Antrag stellen an die Helvetas und sagen, wir können euch das und das liefern, wir können mithelfen beim Bauen, wir zahlen auch etwas am Anfang. Und dann schaut die Helvetas in dem Warm P Office in Surkhet, wo wir waren, welche Dörfer können wir jetzt dieses Jahr mit unseren Geldern, die wir haben, eigentlich vollständig unterstützen. Wir sind von dort aus nach dem ersten Talbad mit dem Handessen im Büro weitergefahren mit dem Auto. Und wir haben eine Begleitperson dabei, den Mohan von Helvetas, der uns die ganzen 3 Tage begleitet hat. Das ist mit uns das erste Dorf. Das hat mich noch überrascht. Es ist kein Dorf in dem Sinne, wenn man sich vorstellt, dass alles beieinander ist, sondern es ist so in den ganzen Hang verteilt. Dort wird vor allem aufs Rainwater Harvesting, es sind grosse Tanks, die das Regenwasser
aufnehmen. Und das heisst, das zeigt, wie das dort so ist, wie sie auch den Überschuss vom Wasser noch für die Tränkung brauchen von den Feldern. Und dann gleichzeitig mit 2 Männern vom Wasseruser-Komitee und der Familie, die dort gewohnt hat, reden. Und dann musste ich die ersten Fragen stellen, wie das funktioniert und was es auch für sie gebracht hat, weil sie das ja schon haben, das System. रोगभन्दा मुक्ति भयो पानी खान पाइयो पहिलाको जस्तो रोग पनि लागेको छैन त्यस्तो छ टोयलेट पनि पानी भएपछि चल्ने कुरा हो सर होइन सरसफाइको लागि पनि पानीको आवश्यक हो सबैभन्दा ठुलो त पानी नै जस्तो लाग्यो मलाई खोज्ने हो कि कता हो पहिले हामी यता गुराँसतिर पनि जान्थ्यौँ आधा घन्टा कहाँ आउँदा 1 घन्टा लागिहाल्छ उहाँ पनि कहाँ अब कहिले त तल खोल्साहरू छन् कहिले खोज्ने हो कहीँ सबै Dann haben wir bei einer Familie schlafen. Dann haben wir zuerst noch das Nachtgegessen dort draussen. Sie haben uns zugeschaut und haben einen riesen Spass gehabt, wie wir dort gegessen haben. Und dort auch, was dann hell war mit den Leuten, dann hast du die Möglichkeit, wirklich zu kommunizieren. Also dann hast du Fragen stellen an einen vom Wasserkomitee, der die ganzen Reparaturmaßnahmen und alles unter sich hat, wo auch die einzelnen Leute vom Dorf oder pro Haushalt jemanden schult, wie das funktioniert, wie sie den Tank pflegen. यो 1 साल 2 साल अब यस्तो कचेडा अड्किन भने त 2 साल 3 साल 5 साल पनि टिक्छ यसको बीचबीचमा मुसाहरू पनि पस्छ के मुसाहरू पसेर त्यो जाम भयो भनेपछि 6 महिनामा पनि बिग्रिन्छ 6 महिनामा पनि बिग्रिन्छ Am zweiten Tag sind wir dann vom District Dialect sind wir in District Acham gegangen. In der Region vor ein paar Wochen durch den Monsun ein paar Erdrutsch gewesen. Und es war wirklich, die Straßen waren komplett zugeschüttet zum Teil. Du hast das Gefühl, das ist eine Straße für ein Auto und dann kommt ein LKW entgegen und du denkst, ja gut, das lenkt nicht vorbei und es geht links runter. Und es ist aber gleich immer gegangen. Und sind nachher an einem Fluss angekommen, wo wir mit so einer gewackeligen Fähre über den Fluss drüber sind mit den Autos. Ein mega schöner Fluss und schöne Landschaft. Und dann bist du an dem Fluss, an dieser Fähre und siehst, wie alles, wie sie gerade den Truck noch waschen, den sie dort entladen haben, wie oben dran die Kühe drin sind. Und auf der anderen Seite hast du Kinder gesehen, das Wasser trinken und irgendwie einfach völlig, ja, das Wasser willst du auch nicht trinken, wenn es dann nahe war. Aber auf den ersten Blick sieht es so traumhaft schön aus. Also, wo wir angekommen sind in dem zweiten Dorf, sind wir, wie es typisch ist, mit so einer Zeremonie empfangen worden. Man bekommt einen Tika-Punkt auf die Stirn, einen Blumenkranz um den Hals. Dann haben wir uns in einen grossen Kreis gesetzt, wo die ganzen Komitees drin hocken, die die Wasserversorgung kontrollieren vor Ort, vom Dorf. Entspannt war aber wirklich, weil es halt noch nicht umgesetzt war. Haben wir mit den Leuten im Kreis hocken und reden, was erwartet ihr euch von diesem Wasser? फाइदा अब आफ्नो तरकारी फलाउनलाई आफ्नो पानी घरमा खानलाई अब भुइसीलाई पनि दिनलाई पनि अब यो आलु गोपी मुला प्याज सबै भाजी पाला लगाउन लागि पनि फाइदा हुने सरसफाइ पनि हुन्छ टयलेटमा पनि पानी धेरै हुन्छ Dort haben sie ein System gewählt, dass sie Quellen, die ein paar Kilometer weiter oben am Hoger ist, ableiten zu einem Tank, wo sie wie auch Wasser speichern können. Weil es gibt auch bei den Quellen in der Trockenzeit, dass die Quellen eigentlich nicht wirklich viel Wasser gibt. Und darum müssen sie sich wie so zwischen den Quellen und dem Dorf einen Tank installieren. Und bringen das in verschiedene
Tap-Stands, das kann man sich eigentlich vorstellen, also Brunnen-ähnliches. Ist es so, einerseits gibt es für privat, für die Haushalte, dass jeder Haushalt einen eigenen hat, oder es gibt auch so, dass mehrere Haushalte eigentlich den gleichen Brunnen benutzen. Man sieht schon, wo die Leitungen durch. Es war wirklich interessant zu sehen, wie ist so der Verlauf von diesem Bau, also wie wird das gebaut. Es war irgendwie ganz schön zu wissen, okay, und zu merken, das ist jetzt schon ihr Baby und sie freut sich auch auf das. Und also ein spannendes Beispiel, dass sie Latrinen schon überall haben bei den Häusern. Also das ist irgendwie auch ein Ansatz von der Helvetas, dass zuerst die Latrinen rum sein und erst dann kommt das Wasser. Und das war wirklich halt eine Antwort der Menschen dort, dass sie sich mega hoffen, dass nachher mit dem Wasser, das sie einfach zugänglich haben, all die Latrinen auch wirklich gebraucht werden. Und also für uns also die Verbindung, das Water Sanitation Hygiene, das sagen wir nicht einfach so, das ist wirklich so. Ich war überrascht, dass sie auch ein Büchlein gezeigt haben, wie sie das alles wirklich auf Notiz halten und aufschreiben. Also es läuft so ab, dass sie monatlich eigentlich muss jeder Haushalt einen ganz kleinen Beitrag an Geld abgeben für das Komitee, was dann gesammelt wird, wo sie dann auch mögliche Reparaturen wieder damit finanzieren können. Hallo. Am nächsten Morgen sind wir dann wieder retour über die Ferien und echt mit dem gleichen Weg wieder zurück, wo wir gekommen sind. Und haben dann bei einem anderen Dorf angehalten, auch an der Straße angehalten. Und er ist ja dort oben, ist das Dorf. Wir hatten zuerst noch einen riesen Aufstieg, so etwa so, mindestens. Haben wir dort ein Projekt anschauen, wo alles eigentlich schon implementiert ist. Und es war auch sehr spannend, was sich dann alles noch weiterentwickelt hat. Jetzt ist das Wasser da, aber es geht noch weiter. Also die Entwicklung geht eigentlich noch viel weiter. Und sie haben ein Projekt machen sie mit, wo es darum geht, wie bewirtschafte ich mein Feld, wo hole ich den Dünger her. Und dann noch weitergehender haben sie sogar angefangen, jetzt den Plastik zu trennen, was auch wieder ein grosser Schritt ist. Dort war auch so eindrücklich, dass das Wasser, das ein zu viel ist, wo das Restwasser, das, wenn sie es gebraucht haben, abfließt, dass sie das wie alles sammeln für die Bewässerung der Felder und der Kühe zum Tränken. Und dass durch das Wassersystem auch die ganze Landwirtschaft viel besser geht. Und die haben wirklich das Dorf, bist reingekommen und hast das Gefühl, es ist alles so schön und sauber, die Felder sind sauber. Also ich habe den Eindruck bekommen, dass die Leute vor Ort nicht nur eingebunden sind, sondern dass es ihre Projekte sind. Sie haben das selber errichtet, sie verwalten das selber, natürlich unter Ressourcenbeschaffung von der Helvetas, aber dass das ihres ist. Und das, glaube ich, hat man das sehr gemerkt. Also sie sind extrem stolz darauf gewesen. Sie haben uns das wirklich auch zeigen. Sie sind stolz auf ihre Felder gewesen. Eben im dritten Dorf weiss ich noch, dass einer unbedingt seine Tomaten uns zeigen wollte. Also ich glaube, dadurch, dass sie so stolz auf das sind und sie alles selber verwalten, finde ich, muss man nicht sagen, sie sind eingebunden, sondern ich finde eigentlich eher, es sind ihre Projekte. महिनावारी हुँदाखेरि 7 दिनसम्म यहीँ बस्थ्यौँ यस्तैमा बस्नु पर्थ्यो अनि 7 दिनसम्म यहीँ बस्ने गर्थ्यौँ र यसैमा सुत्ने गर्थ्यौँ यही खाने गर्थ्यौँ हामी भान्साहरूमा जान दिन्थेन यस्तो आँगनहरूमा पनि जान्थेनौँ खानाहरू उहाँबाट हामीलाई यही ल्याउनुहुन्थ्यो खानाहरू खान्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट यसलाई उ गरेर बस्थ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी यसमा बस्न छाडिसक्यौँ त्यही भएर यस्तो जीर्ण छ अनि अब पुरानो सुधार नगरेको पहिला चाहिँ यसलाई सुधार गरेर यसैमा बस्थ्यौँ अनि 7 दिनसम्म बस्नु पर्थ्यो बाहिर त्यसरी बस्ने गरेको अहिले छोडिसक्यो त्यही भएर यस्तो जोत्रे झाम्दै छ Another things that is the more achievement is in sector of this personal hygiene. They clean the houses. They try to clean the houses, children's, from the same time to remove the bad culture of this Chaupadi Pratha. You know, they are also trying to, remove from the villages, and they are trying to set up the new practices in the villages. That is the intervention of the program. First program.
für mich war wirklich das so ein schönes Ereignis gewesen, so, wenn ich immer sage, Wasser ist der Ursprung und dort muss alles nachher kann sich mehr entwickeln und dann halt wirklich so ein Dorf zu sehen, so ein Paradebeispieldorf. Was kann entstehen, wenn Wasser fließt? Für mich ist das Wasser, und das habe ich jetzt extrem gut sehen in dem Projektgebiet jetzt, dass Wasser für mich wie eine Basis ist. Wenn das Wasser da ist und man nicht mehr so viel Zeit braucht, um das auch zu holen, hat man Zeit für anderes. Aber rein schon nur das Wasser vermindert die Kindersterblichkeit. Sauberes Wasser, das Wasser kann das Einkommen steigern, indem man es für Abpflanzungen brauchen kann. Irgendwie habe ich einfach den Eindruck bekommen, dass das Wasser einfach mit dem angefangen muss, bis das andere aufgebaut werden kann. Man sieht, hat es bei der Helvet das auch gesehen. Sie haben weitere Projekte mit Linka und das SSM, aber auf dem glaube ich, das basiert alles auf dem Warm P-Projekt. Wegen dem finde ich auch, das der richtige Ansatz. Oder der erste Ansatz vor allem. Ich habe das Gefühl, Helvet hat eine sehr hohe Kompetenz. Gerade im Projekt Land Nepal sind sie seit 1956 aktiv und haben da verschiedenste Projekte schon umgesetzt. Also es geht über Hängebrücken, es geht über landwirtschaftliche Entwicklungen und. Durch die Projektreise habe ich eigentlich die ganze Komplexität von dem Projekt erfahren, was da alles dahinter hängt, und durch das kann ich das auch gerade an der Festivalsaison auf einer Becherjagd kann ich es den Leuten viel einfacher vermitteln, weil ich jetzt so selber Erfahrungen gemacht habe. Ich habe wirklich gesehen, wie komplex das Ganze ist. Wasser als Grundversorgung ist das A und O, aber es geht nachher einfach auch weiter. Bei den Regenwassertank sowie auch bei den Tap-Stands war es eigentlich noch spannend, wie stolz die Leute auf die Brunnen oder auf die Anlagen sind. Das war total schön. Also wirklich, gewisse Leute haben auch irgendwie gesagt, hey, look, das ist, also auf Nepali natürlich, hey, das ist im Fall mein Tank. Also, der steht jetzt da vor dem Haus, das ist mein Trinkwasser. Oder dann irgendwie Brunnenmeisterin, die dann irgendwie voller Stolz, die haben auch schnell so ein bisschen gezeigt, wie man die Anlage aufmacht oder wie man Sachen reparieren kann. Das war total schön. Und ich glaube, wenn das so gut ankommt, dann ist es auch der richtige Weg. Und die Leute sind wirklich vor Ort auch mega involviert. Und für mich macht es schon Sinn. Was ich von dieser Reise mitnehmen werde, ist sicher die Erkenntnis, wie komplex das Ganze ist. Dass es nicht einfach heisst, man rührt einen Becher in die Tonne und es entsteht Wasser daraus. Und vor allem zu sehen, wie viele Prozesse dahinter laufen. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die ich extrem gerne zurückbringe und den Leuten erkläre, dass trotz der Komplexität dazwischen schlussendlich ein Becher in eine Tonne trotzdem ein bisschen Wasser bedeutet. Und ich glaube, weil ich das mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich das sehr gut heimbringen.